Es tut mir leid, aber ich muss sagen, dass ich bin nicht sehr gut am Deutsch, aber ich habe mit Angelo gesagt, dass okay, wir sollen dieses Interview in Deutsch machen. Und für unsere englischen Gäste, tut mir leid, friends, you cannot listen and understand to anything that we're talking about right now, but that's life. Angelo, wonderful booth here. Dann habe ich. Ja, that's okay. Nein, that's okay. es ist sehr toll. Ich mag die Farben von den Maschinen. Ich mag, aber erzähl ein bisschen über E.ON und wer bist du? So, E.ON ist eine Firma, die. Muss ich da reinschauen? Oder Hier, am Meer. Ja. E.ON ist eine Firma, die 2011 gegründet worden ist. Ursprünglich kommen wir. So 11 Jahre alt. 11 Jahre alt. Ursprünglich kommen wir aus der Siebdruckgeschichte. Als ein Hersteller auch? Oder? Nein, ich habe für einen Hersteller gearbeitet, für einen sehr namhaften Hersteller. Und dann hat sich das ergeben und dann haben wir halt angefangen, das Ganze digital abzubilden. So es war, wenn es war gegründet, dann war es am digitale Technologie vom ersten. Genau. Ja, genau, okay. Und wenn man in diesem Markt arbeitet, du hast selber mit Siebdruck gearbeitet, welche KPIs ist meistens wichtig für einen Kunden? Du hast selber einen Kunden geworden, ja? Ja, richtig. Also was wichtig ist, ist natürlich der Output. Also du möchtest möglichst viele Stücke pro Stunde drucken können, in bester Qualität und mit geringen Kosten. Das ist das, was jeder will. Und ist das schwer zum Erreichen? Oder? Es ist für uns nicht schwer zu erreichen. Okay. Ich glaube, wir haben immer noch die schnellste Digitaldruckmaschine für Stückgut am Markt. Okay. Und ja, wir fühlen uns wohl damit. Okay. Und ist da eine Secret Sauce, weil sie so erfolgreich ist? Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir haben einfach ein wunderbares Team. Ja, okay. Und wenn man diese Maschinen ansehen, welche Technologie, kann du erklären ein bisschen, was sehen wir hier? Okay, also wir bauen nur industrielle Digitaldruckmaschinen. So ist es für große Unternehmen oder für spezialisierte Unternehmen, die euer Kunden für ist? kleine und für große Okay. Unternehmen. Sie haben in verschiedene Preisleger auch Maschinen? Ja. Ja, also wir haben die kleinste Digitaldruckmaschine für den industriellen Markt, genauso wie eine mittlere und eine sehr große. Okay. High-End. Und so hier hat man eine Frame und da hat man eine Textil, ja? Und das ist gedruckt natürlicherweise. Genau. Und das ist ein Inkjet. Das ist richtig, also wir verwenden unterschiedliche Druckköpfe in unseren Maschinen. Also wir passen das System dem Kunden an und prinzipiell, was wir machen, ist, wir drucken einen weißen Unterleger und dann drucken Das wir mit muss man, Farbe ja. drauf. Ja. Und ich glaube, dass wenn man mit anderen in dieser Industrie sprechen, dann ist es sehr wichtig, dass man eine gute weiße Farbe haben, weil sie muss trocken und Exakt, ja. Du musst eine schöne, weiße, solide Unterlage drucken können. Was wir nicht machen ist, wir drucken nicht vollflächig, wir wollen nicht Tinte So ist es nur, wenn man es braucht? Ja, also es nennt sich Smart Underbase. Das ist, was wir vorwiegend verkaufen. Dadurch spart man sehr viel Tinte ein und die Qualität ist unschlagbar. Und wenn ein Kunde solche eine Maschine kaufen, ist das Geschwindigkeit oder ist es Qualität oder eine Kombination? Das ist ein Kompromiss aus beiden. Also wir wollen deshalb industriell gefertigte Maschinen für den industriellen Bereich. Wir wollen ein zuverlässiges Produkt anbieten. Also du kannst diese Maschinen 24 Stunden, 7 Tage die Woche ohne Problem betreiben. Und trotzdem muss es in einem Preisgefüge sich befinden, das akzeptabel ist für den Kunden. Selbstverständlich. Ja. Und ich kann es dir erinnern, weil Sie kommen aus Österreich, ja? Ja. Ja. Aber Sie sprechen Deutsch. Nicht Österreich-Deutsch, ja. Dann könnte ich nicht verstehen, ja. Aber seit 11 Jahren produzieren Sie auch die Maschine in Österreich? Oder? Ja, also wir sind ja sehr stark mit unserer Heimat verbunden. Ja. Deshalb Ganz viele Leute in Österreich ist mit dem Heimat gebunden. Ja, ja, ja. Deswegen 75% aller Komponenten, die in der Maschine verbaut sind, kommen aus einem Radius von 50 Kilometern. Okay, okay. So dein Unternehmen hast eine große
was soll man sagen, einen Einfluss am die Städte rund eurem Unternehmen, ja? Ja, Ja. ja, auf jeden Fall. Und wie viele Leute haben Sie angestellt? Wir haben ungefähr 60 Leute in Österreich. Okay. Wir haben noch etliche mehr im Ausland. Ja, ja. Und Sie verkaufen ganz Welt oder? Wir verkaufen auf der ganzen Welt. Okay. Und ich muss fragen, weil ich glaube, dass wenn man hier am FESPA ist, dann sieht man ganz viele Hersteller. Ja. Und es ist vielleicht ein bisschen schwer, wenn man nur passieren, die Zwischenhalten ein bisschen zwischen den Maschinen zu sehen. Ja. Warum soll man diese Maschinen? Ich verstehe, dass das muss mit die KPIs du schon hier rüber gesagt, aber es gibt so viele Konkurrenten. Es muss schwierig sein, diese Position zu kriegen. Ja, es ist immer wieder eine Herausforderung. Also Ja. man muss sich halt immer wieder was Neues einfallen lassen, was jetzt positiv für den Kunden ist und auf der anderen Seite auch einen Nutzen fürs Unternehmen bringt natürlich. Ja, ja, ja. Vielleicht können wir Ja, wir können etwas uns das sehen, ja? ansehen, wenn du möchtest. So, hier ist natürlicherweise ein Trockner. Kleiner Messetrockner Ja. gehört natürlich auch dazu. Guckst du? Ja, sie haben mir gerade hinten die Klappen auf. Ja. So, erzähl, was wir hier sehen. Ja, hier seht ihr eine Maschine, die bei uns unter dem Namen Link geführt wird. Diese Maschine ist eigentlich gemacht für das Online-Geschäft. Online-Drucker haben alle notwendigen Informationen oder wir visualisieren für die Online-Drucker alle notwendigen Informationen auf dem Display. Ja, habe ich nicht so, das ist ganz neu oder ich habe es nicht gesehen früher. Ja, eigentlich ist es nicht neu, wir haben es schon ein paar Jahre. Aber es sieht gut aus und dann weiß man, was Genau. man erwarten hier. Auf Du weißt, diesem- du siehst den Namen, dann hast du natürlich auch die Anzahl an Drucker, die du machen musst. Du siehst das Farbset. ja. Okay, und hier kommt der Genau, Ibiza. jetzt siehst du auf der rechten Seite den Job, der gerade gearbeitet wird oder abgearbeitet wird. Und auf der linken Seite siehst du den nächsten Job. Ja, ja, okay. Und hier ist es mit Fugt. Ja, Luftbefeuchtet. Ja, Luftbefeuchtet, ja, ja, ja. Humidifier. Und das ist zum die richtigen Environment machen für Drucken in hohes Qualität oder? Naja, wir versuchen natürlich den Kunden jetzt das Ganze etwas einfacher zu machen als normalerweise und deshalb rüsten wir die Maschinen mit dem aus, was benötigt wird. Okay. Und ist das ganz normal, wenn man diese Drucktechniken anwenden oder ist das etwas das- Spezielles für euch? Oder? Also wir verwenden ja nur pigmentbasierende Tinten. Okay. Pigmentbasierende Tinten brauchen eine bestimmte Sieht Luft. richtig aus, ja. Ja. Sind wir im Weg. Und dann, wenn es gedruckt wird, dann muss man in den Trockner oder Genau. dann ist es schon nass, ja? Es geht danach in den Trockner rein und dann hast du im Prinzip ein T-Shirt, das du halt wirklich gleich verwenden kannst. Ja. Und in eurer Unternehmen ist selbstverständlich hier die Maschinen wie mit Verbrauch, die Inks und so. Ist das auch etwas, das Sie machen? Oder? Natürlich, also wir bauen nicht nur Drucker, sondern wir bauen alles andere, was notwendig ist, um eine Druckerei zu betreiben. Also man kann bei uns eine komplette Druckerei bestellen. Und wir liefern natürlich auch alle Verbrauchsmaterialien wie Tinten oder Reinigungsflüssigkeiten oder Vorbehandlungsflüssigkeiten. Das bekommt man alles bei uns aus einer Hand. Okay. Lass uns, Sie haben Probst das hier? Ist ein Probst das in Deutsch oder ein Sample oder was ist? Ja, Muster. Ja, Muster, ja, Muster, ja. Ja, So Sample. haben Sie auch Muster Ja, hier? Ja. wir können uns das ansehen, gehen, wenn du möchtest. Let us grab some designs. So. Das ist mich. So, hier ist ein fotorealistischer Druck. Also unsere Spezialität sind Haut- und Goldtöne. Schön. Das würde dir einen Eindruck vermitteln, wenn du ein Foto druckst auf ein... Und das ist gut, weil man braucht nicht diesen Plastik oder so. Das ist nur am. Nein, das Handgefühl ist ganz wichtig. Ja, ja. Und ist das schwer zu erreichen, wenn man. Man muss schon ein bisschen üben, Ja, ja. dass man das erreichen kann. Aber deine
Vorzeiten, wo du hast mit Seabrook gearbeitet, ich glaube, dass es gibt die ganz viele Vorteile für dich. Ja? Natürlich, Ja. natürlich. Und das ist auch in unserer Welt, in der digitalen Druckwelt, so, dass viele keine oder sehr wenig Erfahrung mit Textilien haben. Ja. Und ich habe das große Glück, dass ich ein Team habe im Neon, das halt mit mir Erfahrung gesammelt hat. Auch jetzt schon über 20 Jahre machen wir das. Oder? Das ist jetzt nicht neu. Und deshalb sind die Ergebnisse wirklich gut. Was man noch sehen kann, ist vielleicht das. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber man kann sehr, sehr feine, dünne Linien drucken. Und das ist, weil man gute Qualität am Ink oder Tinten und auch mit Druckketten. Ja? Genau. Ja, ja. Man muss auch dazu sagen, dass alle Tinten, die wir verwenden, alle Flüssigkeiten, Ja. GOTS und Ecotex zertifiziert sind. Ja. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen jetzt das jetzt auch ein bisschen mehr bewerben, weil es gibt viele, die das nicht haben. Ja, ja. Wir sind hier am Vesper. Wie hast die ersten 2,5 Tage geworden für euch? Ja, es war sehr anstrengend. Ja, Es war sehr anstrengend. ja. Das Das ist auch das erste eine Mal. sehr dass, gute Show. Ja, okay, okay. Sie haben etwas verkauft oder nur gute... Ja, wir haben schon ein bisschen was verkauft Okay, auch. okay. Ja. Und wenn man eine Glück am Zukunft haben, wie sieht es aus von deinen Augen? Ja, ich glaube, dass sich sehr viel ändern wird in der Druckindustrie. Ich glaube, dass viele überrascht sein werden, was von uns kommen wird. Also wir haben eine sehr klare Vision, wie die Zukunft aussieht für uns. Und daran arbeiten wir. Das ist gut, dann weiß man, was morgens machen, ja. Ja. Fantastisch. Es tut mir leid, dass ich nicht so gut Deutsch spreche, Nein, aber ich nein, hoffe, nein, das war gut. Jedenfalls. Exzellent, exzellent. Okay. Angelo, fantastisch. War eine Freude. Danke sehr. Schönen Tag noch. Einen Moment, ich muss da Mikrofon haben. Ja. So, einen kleinen Moment. We are back in English, so I wouldn't say that German is my comfort zone, to be honest. And for all the Germans listening to this, I am so sorry. No, we are back to English, and basically, I won't make a quick recap because I think everything here talks very much to itself. High quality. It's really good to see how Aeon is producing what seems to be very, very high quality products, and it's just great. And now we're going to, actually, I don't think you think of Kornit as a competitor, but we're going to see something from Kornit. Is that, We should do that. we should do that. Yeah, We do that. do that. We got the permission from Angelo, so thank you.